Wie geht es meinem Sohn in der Schule? Er macht gute Fortschritte, aber er könnte mehr üben. Wie geht es meinem Sohn in der Schule? Er macht gute Fortschritte, aber er könnte mehr üben. Gibt es Probleme im Unterricht? Er ist manchmal unruhig, aber er lernt schnell. Gibt es Probleme im Unterricht? Er ist manchmal unruhig, aber er lernt schnell. Wie verhält sich meine Tochter im Unterricht? Sie ist sehr höflich und aufmerksam. Wie verhält sich meine Tochter im Unterricht? Sie ist sehr höflich und aufmerksam. Muss mein Sohn Hausaufgaben nachholen? Ja, er hat ein paar Aufgaben verpasst. Muss mein Sohn Hausaufgaben nachholen? Ja, er hat ein paar Aufgaben verpasst. Welche Fächer liegen meiner Tochter besonders? Sie ist sehr gut in Mathematik. Welche Fächer liegen meiner Tochter besonders? Sie ist sehr gut in Mathematik. Wie kann ich zu Hause helfen? Üben Sie das Lesen mit ihm jeden Tag. Wie kann ich zu Hause helfen? Üben Sie das Lesen mit ihm jeden Tag. Hat meine Tochter Freundschaften in der Klasse? Ja, sie versteht sich gut mit ihren Mitschülern. Hat meine Tochter Freundschaften in der Klasse? Ja, sie versteht sich gut mit ihren Mitschülern. Wann ist das nächste Elternlehrergespräch? Nächste Woche am Donnerstag um 16 Uhr. Wann ist das nächste Elternlehrergespräch? Nächste Woche am Donnerstag um 16 Uhr. Muss mein Sohn Nachhilfe bekommen? Es wäre hilfreich für Mathematik. Muss mein Sohn Nachhilfe bekommen? Es wäre hilfreich für Mathematik. Wie war die Klassenarbeit letzte Woche? Er hat gut abgeschnitten, aber er könnte noch besser werden. Wie war die Klassenarbeit letzte Woche? Er hat gut abgeschnitten, aber er könnte noch besser werden. Was sollte meine Tochter zu Hause üben? Sie sollte mehr an ihren Schreibfähigkeiten arbeiten. Was sollte meine Tochter zu Hause üben? Sie sollte mehr an ihren Schreibfähigkeiten arbeiten. Gibt es bald ein Schulprojekt? Ja, nächste Woche starten wir ein Naturkundeprojekt. Gibt es bald ein Schulprojekt? Ja, nächste Woche starten wir ein Naturkundeprojekt. Wie geht meine Tochter mit Druck um? Sie scheint manchmal gestresst, aber sie bewältigt es gut. Wie geht meine Tochter mit Druck um? Sie scheint manchmal gestresst, aber sie bewältigt es gut. Ist mein Sohn in allen Fächern gleich gut? Er hat ein wenig Schwierigkeiten in Deutsch, aber er bemüht sich. Ist mein Sohn in allen Fächern gleich gut? Er hat ein wenig Schwierigkeiten in Deutsch, aber er bemüht sich. Wie verläuft der Sportunterricht? Er ist sehr aktiv und hat Spaß daran.
Wie verläuft der Sportunterricht? Er ist sehr aktiv und hat Spaß daran. Wie geht es meiner Tochter in Kunst? Sie ist sehr kreativ und hat Spaß am Malen. Wie geht es meiner Tochter in Kunst? Sie ist sehr kreativ und hat Spaß am Malen. Sollte mein Sohn mehr Gruppenarbeit machen? Ja, das würde ihm helfen, besser im Team zu arbeiten. Sollte mein Sohn mehr Gruppenarbeit machen? Ja, das würde ihm helfen, besser im Team zu arbeiten. Kann ich zusätzliche Arbeitsmaterialien für meine Tochter besorgen? Gerne, ich kann Ihnen eine Liste mit Empfehlungen geben. Kann ich zusätzliche Arbeitsmaterialien für meine Tochter besorgen? Gerne, ich kann Ihnen eine Liste mit Empfehlungen geben. Wie oft gibt es Tests? Wir haben ungefähr einmal im Monat einen Test. Wie oft gibt es Tests? Wir haben ungefähr einmal im Monat einen Test. Wie geht mein Sohn mit den Hausaufgaben um? Er erledigt sie meistens, aber manchmal vergisst er sie. Wie geht mein Sohn mit den Hausaufgaben um? Er erledigt sie meistens, aber manchmal vergisst er sie. Wird meine Tochter für die nächste Klassenstufe bereit sein? Wenn sie weiter so gut lernt, ja. Wird meine Tochter für die nächste Klassenstufe bereit sein? Wenn sie weiter so gut lernt, ja. Gibt es eine Möglichkeit, mein Kind online zu fördern? Ja, es gibt viele gute Lernplattformen. Gibt es eine Möglichkeit, mein Kind online zu fördern? Ja, es gibt viele gute Lernplattformen. Gibt es irgendwelche besonderen Fähigkeiten, die mein Sohn entwickeln sollte? Er könnte sich auf seine Kommunikationsfähigkeiten konzentrieren. Gibt es irgendwelche besonderen Fähigkeiten, die mein Sohn entwickeln sollte? Er könnte sich auf seine Kommunikationsfähigkeiten konzentrieren. Hat meine Tochter sich in letzter Zeit verändert? Sie ist selbstbewusster geworden und stellt mehr Fragen. Hat meine Tochter sich in letzter Zeit verändert? Sie ist selbstbewusster geworden und stellt mehr Fragen. Wie oft sollten wir über die Fortschritte meines Kindes sprechen? Alle paar Monate ist eine gute Frequenz. Wie oft sollten wir über die Fortschritte meines Kindes sprechen? Alle paar Monate ist eine gute Frequenz. Ist mein Sohn pünktlich mit seinen Aufgaben? Meistens schon, aber manchmal braucht er einen kleinen Anstoß. Ist mein Sohn pünktlich mit seinen Aufgaben? Meistens schon, aber manchmal braucht er einen kleinen Anstoß. Kann mein Kind an außerschulischen Aktivitäten teilnehmen? Natürlich, das würde ihm helfen, neue Interessen zu entdecken. Kann mein Kind an außerschulischen Aktivitäten teilnehmen? Natürlich,
Das würde ihm helfen, neue Interessen zu entdecken. Ist es möglich, dass mein Sohn zusätzliche Unterstützung in Mathematik erhält? Ja, wir haben Förderunterricht nach der Schule. Ist es möglich, dass mein Sohn zusätzliche Unterstützung in Mathematik erhält? Ja, wir haben Förderunterricht nach der Schule. Wie ist der Stand meiner Tochter in Deutsch? Sie hat sich verbessert, aber ein wenig mehr Übung wäre gut. Wie ist der Stand meiner Tochter in Deutsch? Sie hat sich verbessert, aber ein wenig mehr Übung wäre gut. Wie gut ist mein Sohn im Team? Er arbeitet gut mit anderen zusammen und übernimmt oft die Führung. Wie gut ist mein Sohn im Team? Er arbeitet gut mit anderen zusammen und übernimmt oft die Führung. Kann ich meine Tochter in Projekten zu Hause unterstützen? Ja, sie könnte Hilfe bei der Recherche und Organisation brauchen. Kann ich meine Tochter in Projekten zu Hause unterstützen? Ja, sie könnte Hilfe bei der Recherche und Organisation brauchen. Muss mein Sohn für das nächste Schuljahr etwas vorbereiten? Er sollte seine Kenntnisse in den Hauptfächern festigen. Muss mein Sohn für das nächste Schuljahr etwas vorbereiten? Er sollte seine Kenntnisse in den Hauptfächern festigen. Wie kann ich den Lernprozess meiner Tochter angenehmer gestalten? Machen Sie das Lernen spielerisch und abwechslungsreich. Wie kann ich den Lernprozess meiner Tochter angenehmer gestalten? Machen Sie das Lernen spielerisch und abwechslungsreich. Gibt es etwas, worauf mein Sohn besonders stolz sein sollte? Ja, er hat große Fortschritte in seinen sozialen Fähigkeiten gemacht. Gibt es etwas, worauf mein Sohn besonders stolz sein sollte? Ja, er hat große Fortschritte in seinen sozialen Fähigkeiten gemacht. Was ist der beste Weg, um meine Tochter zu motivieren? Setzen Sie erreichbare Ziele und belohnen Sie kleine Erfolge. Was ist der beste Weg, um meine Tochter zu motivieren? Setzen Sie erreichbare Ziele und belohnen Sie kleine Erfolge. Gibt es bald Klassenarbeiten, auf die wir uns vorbereiten sollten? Ja, in 2 Wochen steht eine Mathematikprüfung an. Gibt es bald Klassenarbeiten, auf die wir uns vorbereiten sollten? Ja, in 2 Wochen steht eine Mathematikprüfung an. Hat mein Sohn genügend Zeit für seine Hausaufgaben? Ja, wenn er seine Zeit gut einteilt, sollte es reichen. Hat mein Sohn genügend Zeit für seine Hausaufgaben? Ja, wenn er seine Zeit gut einteilt, sollte es reichen. Muss meine Tochter zusätzliche Materialien für den Kunstunterricht mitbringen? Nein, alles wird in der Schule bereitgestellt. Muss meine Tochter zusätzliche Materialien für den Kunstunterricht mitbringen? Nein, alles wird in der Schule bereitgestellt.
Gibt es Gruppenarbeiten, bei denen mein Sohn Unterstützung braucht? Er arbeitet gut in der Gruppe, aber manchmal übernimmt er zu viel Verantwortung. Gibt es Gruppenarbeiten, bei denen mein Sohn Unterstützung braucht? Er arbeitet gut in der Gruppe, aber manchmal übernimmt er zu viel Verantwortung. Was sind die Stärken meiner Tochter in der Schule? Sie ist sehr gut organisiert und hat ein starkes Interesse an Naturwissenschaften. Was sind die Stärken meiner Tochter in der Schule? Sie ist sehr gut organisiert und hat ein starkes Interesse an Naturwissenschaften. Gibt es eine Möglichkeit, dass mein Sohn am Schulorchester teilnimmt? Ja, er kann sich nächste Woche dafür anmelden. Gibt es eine Möglichkeit, dass mein Sohn am Schulorchester teilnimmt? Ja, er kann sich nächste Woche dafür anmelden. Wann ist der nächste Elternabend? Am 15. des nächsten Monats um 18 Uhr. Wann ist der nächste Elternabend? Am 15. des nächsten Monats um 18 Uhr. Wie war das Verhalten meiner Tochter bei der letzten Schulveranstaltung? Sie war sehr engagiert und hat gut mitgemacht. Wie war das Verhalten meiner Tochter bei der letzten Schulveranstaltung? Sie war sehr engagiert und hat gut mitgemacht. Gibt es besondere Empfehlungen für das kommende Schuljahr? Ja, es wäre gut, wenn sie ihre Lesegewohnheiten beibehält. Gibt es besondere Empfehlungen für das kommende Schuljahr? Ja, es wäre gut, wenn sie ihre Lesegewohnheiten beibehält. Hat mein Sohn Interesse an bestimmten Schulfächern gezeigt? Ja, er liebt Geschichte und beteiligt sich aktiv. Hat mein Sohn Interesse an bestimmten Schulfächern gezeigt? Ja, er liebt Geschichte und beteiligt sich aktiv. Wie gut kommt meine Tochter mit ihren Mitschülern zurecht? Sie hat viele Freunde und ist in der Klasse sehr beliebt. Wie gut kommt meine Tochter mit ihren Mitschülern zurecht? Sie hat viele Freunde und ist in der Klasse sehr beliebt. Sollte mein Sohn mehr an den Schulaktivitäten teilnehmen? Das könnte ihm helfen, seine sozialen Fähigkeiten zu verbessern. Sollte mein Sohn mehr an den Schulaktivitäten teilnehmen? Das könnte ihm helfen, seine sozialen Fähigkeiten zu verbessern. Ist meine Tochter für die Prüfungen gut vorbereitet? Ja, aber sie könnte noch ein bisschen mehr üben. Ist meine Tochter für die Prüfungen gut vorbereitet? Ja, aber sie könnte noch ein bisschen mehr üben. Wird mein Sohn in der Lage sein, im nächsten Schuljahr weiterzukommen? Ja, wenn er so weiterarbeitet, wird er es schaffen. Wird mein Sohn in der Lage sein, im nächsten Schuljahr weiterzukommen? Ja, wenn er so weiterarbeitet, wird er es schaffen. Wie oft sollte meine Tochter lesen, um sich zu verbessern?
Täglich 20 Minuten wäre ideal. Wie oft sollte meine Tochter lesen, um sich zu verbessern? Täglich 20 Minuten wäre ideal. Hat mein Sohn bei der letzten Prüfung gut abgeschnitten? Ja, er hat deutlich besser abgeschnitten als erwartet. Hat mein Sohn bei der letzten Prüfung gut abgeschnitten? Ja, er hat deutlich besser abgeschnitten als erwartet. Gibt es etwas, das wir zu Hause anders machen sollten? Nur weiter so, was Sie tun, funktioniert sehr gut. Gibt es etwas, das wir zu Hause anders machen sollten? Nur weiter so, was Sie tun, funktioniert sehr gut. Gibt es Fördermöglichkeiten für mein Kind? Ja, es gibt ein Programm für begabte Schüler. Gibt es Fördermöglichkeiten für mein Kind? Ja, es gibt ein Programm für begabte Schüler. Sollte meine Tochter mehr Zeit für ihre Hausaufgaben einplanen? Sie erledigt sie gut, aber ein bisschen mehr Zeit wäre hilfreich. Sollte meine Tochter mehr Zeit für ihre Hausaufgaben einplanen? Sie erledigt sie gut, aber ein bisschen mehr Zeit wäre hilfreich. Wie sieht der Unterricht in der nächsten Woche aus? Wir werden uns auf das Thema Geschichte konzentrieren. Wie sieht der Unterricht in der nächsten Woche aus? Wir werden uns auf das Thema Geschichte konzentrieren. Wird mein Sohn in der nächsten Schulaufführung mitmachen? Ja, er hat sich bereits freiwillig gemeldet. Wird mein Sohn in der nächsten Schulaufführung mitmachen? Ja, er hat sich bereits freiwillig gemeldet. Braucht meine Tochter zusätzliche Übung im Schreiben? Ja, es wäre gut, wenn sie regelmäßig Aufsätze schreiben würde. Braucht meine Tochter zusätzliche Übung im Schreiben? Ja, es wäre gut, wenn sie regelmäßig Aufsätze schreiben würde. Welche Fächer mag mein Sohn am meisten? Er liebt Naturwissenschaften und Kunst. Welche Fächer mag mein Sohn am meisten? Er liebt Naturwissenschaften und Kunst. Gibt es Gruppenarbeiten, die mein Kind zu Hause vorbereiten sollte? Ja, nächste Woche gibt es ein Gruppenprojekt in Geografie. Gibt es Gruppenarbeiten, die mein Kind zu Hause vorbereiten sollte? Ja, nächste Woche gibt es ein Gruppenprojekt in Geografie. Ist mein Sohn aktiv im Sportunterricht? Ja, er nimmt immer motiviert teil. Ist mein Sohn aktiv im Sportunterricht? Ja, er nimmt immer motiviert teil. Braucht meine Tochter Nachhilfe in Fremdsprachen? Sie ist ganz gut, aber ein wenig mehr Unterstützung wäre vorteilhaft. Braucht meine Tochter Nachhilfe in Fremdsprachen? Sie ist ganz gut, aber ein wenig mehr Unterstützung wäre vorteilhaft. Kann ich Ihnen bei Schulausflügen helfen? Ja, wir suchen immer nach Elternhelfern.
Kann ich Ihnen bei Schulausflügen helfen? Ja, wir suchen immer nach Elternhelfern. Hat meine Tochter besondere Interessen entwickelt? Sie zeigt großes Interesse an Literatur. Hat meine Tochter besondere Interessen entwickelt? Sie zeigt großes Interesse an Literatur. Gibt es Bereiche, in denen mein Sohn Unterstützung braucht? In Mathe könnte er noch etwas Hilfe gebrauchen. Gibt es Bereiche, in denen mein Sohn Unterstützung braucht? In Mathe könnte er noch etwas Hilfe gebrauchen. Macht meine Tochter ihre Hausaufgaben pünktlich? Ja, sie ist immer sehr zuverlässig. Macht meine Tochter ihre Hausaufgaben pünktlich? Ja, sie ist immer sehr zuverlässig. Kann mein Sohn bei einem Schulprojekt mitmachen? Ja, wir starten bald ein neues Projekt in Naturwissenschaften. Kann mein Sohn bei einem Schulprojekt mitmachen? Ja, wir starten bald ein neues Projekt in Naturwissenschaften. Gibt es etwas, was meine Tochter vor den Prüfungen tun sollte? Sie sollte ihre Notizen regelmäßig wiederholen. Gibt es etwas, was meine Tochter vor den Prüfungen tun sollte? Sie sollte ihre Notizen regelmäßig wiederholen. Wie kann ich meinem Kind helfen, besser zu organisieren? Ein Wochenplan könnte ihm helfen, seine Aufgaben im Griff zu behalten. Wie kann ich meinem Kind helfen, besser zu organisieren? Ein Wochenplan könnte ihm helfen, seine Aufgaben im Griff zu behalten. Wird meine Tochter in der Lage sein, das Klassenziel zu erreichen? Ja, wenn sie weiterhin so hart arbeitet. Wird meine Tochter in der Lage sein, das Klassenziel zu erreichen? Ja, wenn sie weiterhin so hart arbeitet. Hat mein Sohn sich bei den letzten Prüfungen verbessert? Ja, er hat deutlich bessere Ergebnisse erzielt. Hat mein Sohn sich bei den letzten Prüfungen verbessert? Ja, er hat deutlich bessere Ergebnisse erzielt. Kann meine Tochter mehr Bücher aus der Schulbibliothek ausleihen? Natürlich, sie kann bis zu 5 Bücher gleichzeitig ausleihen. Kann meine Tochter mehr Bücher aus der Schulbibliothek ausleihen? Natürlich, sie kann bis zu 5 Bücher gleichzeitig ausleihen. Gibt es Pläne für eine Klassenfahrt? Ja, wir planen eine Reise ins Naturkundemuseum. Gibt es Pläne für eine Klassenfahrt? Ja, wir planen eine Reise ins Naturkundemuseum. Wie gut versteht sich meine Tochter mit ihren Klassenkameraden? Sie kommt gut mit allen aus und ist sehr beliebt. Wie gut versteht sich meine Tochter mit ihren Klassenkameraden? Sie kommt gut mit allen aus und ist sehr beliebt. Was könnten wir tun, um das Lernen meines Kindes zu unterstützen?
Ermutigen Sie sie, regelmäßig Fragen zu stellen und neue Themen zu erkunden. Was könnten wir tun, um das Lernen meines Kindes zu unterstützen? Ermutigen Sie sie, regelmäßig Fragen zu stellen und neue Themen zu erkunden. Wird mein Sohn für die nächste Prüfung ausreichend vorbereitet sein? Ja, er arbeitet gut mit und zeigt großes Interesse am Thema. Wird mein Sohn für die nächste Prüfung ausreichend vorbereitet sein? Ja, er arbeitet gut mit und zeigt großes Interesse am Thema. Gibt es Sportangebote, an denen meine Tochter teilnehmen kann? Ja, sie könnte sich dem Leichtathletikteam anschließen. Gibt es Sportangebote, an denen meine Tochter teilnehmen kann? Ja, sie könnte sich dem Leichtathletikteam anschließen. Ist mein Sohn im Unterricht konzentriert? Meistens schon, aber manchmal lässt er sich leicht ablenken. Ist mein Sohn im Unterricht konzentriert? Meistens schon, aber manchmal lässt er sich leicht ablenken. Wird meine Tochter gut auf die Abschlussprüfungen vorbereitet? Ja, wir haben spezielle Vorbereitungskurse. Wird meine Tochter gut auf die Abschlussprüfungen vorbereitet? Ja, wir haben spezielle Vorbereitungskurse. Welche Aufgaben hat mein Sohn im Unterricht? Er übernimmt oft die Verantwortung für Gruppenarbeiten. Welche Aufgaben hat mein Sohn im Unterricht? Er übernimmt oft die Verantwortung für Gruppenarbeiten. Wie kann ich meiner Tochter helfen, sich besser auf Prüfungen vorzubereiten? Regelmäßiges Wiederholen und kleine Pausen zwischen den Lerneinheiten sind wichtig. Wie kann ich meiner Tochter helfen, sich besser auf Prüfungen vorzubereiten? Regelmäßiges Wiederholen und kleine Pausen zwischen den Lerneinheiten sind wichtig. Hat mein Sohn Interesse an außerschulischen Aktivitäten gezeigt? Ja, er interessiert sich für das Theaterprogramm. Hat mein Sohn Interesse an außerschulischen Aktivitäten gezeigt? Ja, er interessiert sich für das Theaterprogramm. Wie geht es meiner Tochter in Mathematik? Sie zeigt große Fortschritte, besonders im Bereich Geometrie. Wie geht es meiner Tochter in Mathematik? Sie zeigt große Fortschritte, besonders im Bereich Geometrie. Gibt es Projekte, die mein Kind in den Ferien machen kann? Ja, es gibt ein freiwilliges Leseprogramm. Gibt es Projekte, die mein Kind in den Ferien machen kann? Ja, es gibt ein freiwilliges Leseprogramm. Ist mein Sohn gut in Gruppenarbeit? Ja, er arbeitet sehr gut im Team und unterstützt seine Mitschüler. Ist mein Sohn gut in Gruppenarbeit? Ja, er arbeitet sehr gut im Team und unterstützt seine Mitschüler. Wie oft sollten wir Lehrer-Eltern-Gespräche führen? Einmal im Quartal ist ideal, aber bei Bedarf können wir öfter sprechen.
Wie oft sollten wir Lehrer-Eltern-Gespräche führen? Einmal im Quartal ist ideal, aber bei Bedarf können wir öfter sprechen. Wie geht es meiner Tochter im Kunstunterricht? Sie hat ein großes Talent für Zeichnungen und Malerei. Wie geht es meiner Tochter im Kunstunterricht? Sie hat ein großes Talent für Zeichnungen und Malerei. Gibt es Veranstaltungen, bei denen ich helfen kann? Ja, wir könnten Ihre Hilfe beim kommenden Schulfest gebrauchen. Gibt es Veranstaltungen, bei denen ich helfen kann? Ja, wir könnten Ihre Hilfe beim kommenden Schulfest gebrauchen. Hat mein Sohn Freunde in seiner Klasse? Ja, er ist sehr beliebt bei seinen Mitschülern. Hat mein Sohn Freunde in seiner Klasse? Ja, er ist sehr beliebt bei seinen Mitschülern. Gibt es etwas, das meine Tochter mehr üben sollte? Sie könnte im Bereich Rechtschreibung noch etwas üben. Gibt es etwas, das meine Tochter mehr üben sollte? Sie könnte im Bereich Rechtschreibung noch etwas üben. Wird mein Sohn in den naturwissenschaftlichen Fächern gefördert? Ja, wir bieten zusätzliche Workshops an. Wird mein Sohn in den naturwissenschaftlichen Fächern gefördert? Ja, wir bieten zusätzliche Workshops an. Hat meine Tochter Probleme mit der Konzentration im Unterricht? Nein, sie ist sehr aufmerksam und konzentriert. Hat meine Tochter Probleme mit der Konzentration im Unterricht? Nein, sie ist sehr aufmerksam und konzentriert. Gibt es spezielle Kurse, die mein Sohn besuchen kann? Ja, es gibt einen fortgeschrittenen Kurs in Mathematik. Gibt es spezielle Kurse, die mein Sohn besuchen kann? Ja, es gibt einen fortgeschrittenen Kurs in Mathematik. Hat meine Tochter kreative Talente? Ja, sie ist besonders gut im Schreiben von Geschichten. Hat meine Tochter kreative Talente? Ja, sie ist besonders gut im Schreiben von Geschichten. Gibt es Schulclubs, denen mein Sohn beitreten könnte? Ja, es gibt einen Schachclub und einen Umweltclub. Gibt es Schulclubs, denen mein Sohn beitreten könnte? Ja, es gibt einen Schachclub und einen Umweltclub. Braucht meine Tochter Hilfe beim Lernen von Vokabeln? Ein bisschen zusätzliches Üben wäre gut. Braucht meine Tochter Hilfe beim Lernen von Vokabeln? Ein bisschen zusätzliches Üben wäre gut. Wie geht es meinem Sohn im Sportunterricht? Er ist sehr engagiert und zeigt viel Begeisterung. Wie geht es meinem Sohn im Sportunterricht? Er ist sehr engagiert und zeigt viel Begeisterung. Wird meine Tochter gut auf die nächste Klassenstufe vorbereitet? Ja, wir haben bereits mit der Vorbereitung begonnen. Wird meine Tochter gut auf die nächste Klassenstufe vorbereitet? Ja,
Wir haben bereits mit der Vorbereitung begonnen.